In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Steam Deck in eurer Pico Neo 3 Link spielen könnt. Ganz einfach direkt per Kabel angeschlossen. Bleibt dran. Ja, und das hier ist mein Setup. Ich habe hier eine Capture Card, die kostet 10, 20 Euro bei Amazon, verlinke ich euch. Bei der ist das Gute, die hat hier ein Kabel direkt mit einem USB-C-Stecker. Das kann man hier direkt an die Pico Neo 3 Link stecken. Und diese Capture Card ist per HDMI direkt über das Hub am Steam Deck verbunden. Und wie das Ganze im VR-Headset aussieht, zeige ich euch jetzt. So, ignoriert bitte die Werbung. Diese App, die ich hier habe, um die Capture Card zu nutzen, die ist leider nicht werbefrei. Aber man kann sie sich für wenig Geld, für glaube um die 5 Euro, kostenfrei holen. Und wie ihr hier seht das leider nicht direkt in der Kamera, ihr seht das nur im VR-Headset, läuft das Spiel hier ganz gut. Und ich muss sogar sagen, die Latenz ist echt nicht so schlimm. Also ich weiß nicht, ob ihr das hier so im Direktvergleich seht. Ist natürlich auch die Frage, wie gut ich das zusammengeschnitten bekomme. Aber es ist durchaus spielbar. Jetzt natürlich mit der gesamten Kabellage nicht unbedingt angenehm, aber vielleicht kann man das ja auch schlanker gestalten. Also anstelle des USB-C-Hubs oder einem Verlängerungskabel oder so. Aber es funktioniert, oder? Also ich bin wirklich überrascht, was alles möglich ist. Wenn es jetzt hier so ein bisschen ruckelt, dann liegt das eher daran, dass ich nebenbei die Pico Neo 3 Link aufnehmen lasse. Das scheint die App dann auch nicht so gut zu mögen. Aber ohne Bildschirmaufnahme läuft es echt butterweich in 60 Frames. Kann auch sein, dass das Steam Deck ein bisschen zu sehr hoch skaliert. Ich glaube nämlich, dass er hier die Capture Card als 1080p wahrnimmt und nicht in den normalen 800p. Das heißt, das Steam Deck hat viel mehr zu arbeiten. Aber grundsätzlich wollte ich euch damit zeigen, was mit der Pico Neo 3 Link möglich ist mit einer kleinen, günstigen Capture Card. Ihr könnt nämlich hier auch einfach eine PlayStation 4, 5 oder was auch immer oder direkt euren PC anschließen und mit einem Xbox-Controller Sachen hier in VR spielen. Und ihr seht es ja, hier, ich habe meinen nicen Bildschirm und ich kann ihn auch mit dem Controller hier, ich sehe nichts, deswegen hier mit eurem Controller, gucken mal, ob ihr das sehen könnt, wenn ich jetzt den Grip-Button klicke, dann steht hier weiter, verkleinern und Zoom. Da kann man sich das natürlich hier einstellen, wie groß man das Ganze haben möchte. Gibt es hier auch einen Standardmodus. Jetzt habt ihr hier so ein kleines Sofa. Oder komplett Licht aus, dann ist alles schwarz. Und dann könnt ihr einfach drauf loszocken. Interessant, oder? Und ich zeige euch jetzt, welche App ihr dafür braucht und wie ihr das Ganze hinbekommt. Um das Ganze so zu nutzen, wie eben gezeigt, müsst ihr eine App installieren, die heißt USB Kamera. Die ist normalerweise für Android-Handys gedacht. Also es ist eine ganz normale APK, die müsst ihr euch runterladen. Ich verlinke euch unten eine Möglichkeit, wie ihr die runterladen könnt. Kostet in der Pro-Version ein paar Euro, damit ihr keine Werbung habt. Ansonsten habt ihr halt diese nervige Werbung. Mit Werbung ist natürlich unbrauchbar. Aber ja, ihr müsst die APK auf euer Smartphone, auf eure Pico laden und indem ihr das einfach am PC anschließt und dann habt ihr das hier in eurem Ordner zu sehen. Ihr könnt es auch direkt in den Geräten finden, also in den Ordnern. Ich habe extra hier so einen APK-Ordner erstellt und da habt ihr dann die APK, da klickt ihr einmal drauf und dann wird das Ganze installiert. Das dauert dann einfach ein paar Sekunden und währenddessen, ja, kann ich euch ja sagen, das Ding ist ja normalerweise zum Capturen gedacht. Das heißt, ihr wollt normalerweise mit einer Capture Card
ja, das Videoformat aufnehmen, aber in dem Fall nutzen wir das Programm einfach nur, um das Bild zu streamen, live, um es dann zu nutzen. Und wie gesagt, mit zumindest dieser Capture Card ist die Latenz wirklich nicht der Rede wert. Also wenn ihr Virus Streaming Link, Steam Link oder was auch immer benutzen wollt, habt ihr ja deutlich mehr Latenz als hier. Ich finde, das ist auf jeden Fall spielbar. Hier könnt ihr noch ein paar Sachen einstellen. Ich nehme jetzt in HD auf, aber ich glaube, das Steam Deck selbst hat das jetzt als 1080p erkannt. Und hier könnt ihr noch ein paar Sachen einstellen, wie Helligkeit, Kontrast, also das Bild im Allgemeinen. Und ja, mit der App könnt ihr natürlich auch aufnehmen, aber wie gesagt, habe ich das jetzt hier nur genutzt, um das Bild direkt zu streamen, um damit zu zocken. Und das funktioniert super, auch mit einer PS5 oder eurem PC könnt ihr dann direkt anschließen. Echt eine coole Sache, muss ich sagen. Ja, ich habe das Ganze mal resettet und ja, jetzt können wir das Ganze auch schon beenden. Die ganzen 1000 Einstellungen brauchen wir nicht. Und das war mein kleines Video, wie man mit dem Steam Deck auf der Pico Neo 3 Link spielen kann. Und das war es auch schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.